Herzlich willkommen bei Video Wissen. Ich habe ja neulich in einem Vortrag über die Entwicklung des Lebens bis zum Menschen ziemlich deutlich meine Meinung gesagt. Und die könnt ihr hier sehen und hören. Ganz wichtig, habe ich mir gedacht, das habe ich heute Nachmittag noch gefunden, das konnte ich Ihnen nicht ersparen. Die wichtigsten Meilensteine, früher Waren- oder Naturgeld, das war doch schon noch ganz schön. Dann gibt es die ersten Münzen im 7. Jahrhundert vor Christus, dann kommt das erste Papiergeld in China, wir haben schon immer vorne mit dabei. Dann haben wir die Banknoten im 17. Jahrhundert und heute haben wir Bargeld, Buchgeld und Kryptowährung. Denn darum geht es. Das ist doch irre. Wir haben eine Form gefunden, für die wir alles tun. Und offen gesprochen und mit Zorn im Genick, in den Beinen, in den Armen und im Hirn. Ich kann nicht verstehen, weshalb man Klimakonferenzen in einem Land macht, das offiziell davon lebt, Öl und Gas zu verkaufen. Ich kann nicht verstehen, dass wir nicht in der Lage sind, obschon wir seit 40 Jahren warnen und warnen und warnen, uns als Gesellschaft hier in Europa wie in vielen anderen Ländern endlich daran zu machen, das zu tun, was dringend nötig ist, aus fossilen Ressourcen auszusteigen. Ich kann nicht verstehen, weshalb wir Technologien persönlich nehmen. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, weshalb jemand sagt, du bist nicht für Kernenergie, dann bist du ein schlechter Mensch. Du bist für E-Autos, dann bist du ein Idiot. Der Verbrenner ist doch der bessere Wagen. Bist du wahnsinnig? Ich kann das nicht mehr verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass wir gerade als Land, das so sehr vom technischen Fortschritt lebt, es nicht schafft, einen gesellschaftlichen Diskurs hinzukriegen, der in der Lage ist, solche wichtigen Herausforderungen für die Zukunft so zu lösen, dass wir unseren Kindern und unseren Enkelkindern, ich habe nämlich jetzt eins, sagen können, wir haben alles getan, was wir tun konnten, jetzt können wir dir alles überreichen, was wir irgendwie für richtig und sinnvoll halten, ihr könnt da weitermachen. Stattdessen reden wir über Freiheit als eine Freiheit jetzt, dass wir uns jetzt bewegen können, jetzt. Wir reden nicht über Freiheit im Sinne von einer Bleibefreiheit für die zukünftigen Generationen. Nein, 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 nein. Jetzt, hier, unsere Freiheit. Und das hat alles damit zu tun. Mit einer Entwicklung, die im nächsten Vortrag zwar Anthropozän heißt, die ich aber eigentlich am liebsten mit Kapitalozän überschreiben will. Das ist der Stoff, von dem wir in solchen Hallen wie denen hier viel zu selten sprechen. Hier sind sie in der Physik, Naturwissenschaften. Wir könnten auch eine Vorlesung über Philosophie machen. Schön. Dann würden wir also darüber reden, was kann ich wissen und was soll ich tun. Wunderbar. Aber der wirkliche Elefant in der Küche ist die Ökonomie. Das hier scheint mir das wichtigste Organ der Deutschen zu sein. Das Portemonnaie. Und sonst nichts. Das scheint mir das Allerwichtigste auf dieser Welt zu sein. Als ob gerade die Kenntnis einer solchen Geschichte, wo wir herkommen, wo unsere Eigenschaften herkommen, uns doch was ganz anderes sagen würden. Wie wäre denn eine Welt, in der wir viel mehr darauf achten würden, wie wir auch mit uns selber umgehen? In einer Welt, in der wir nicht nur die Natur ausbeuten, sondern uns auch. In einer Zeitverdichtung, die über alle Maße ist. Wir haben es inzwischen geschafft, in der Kommunikation bei Lichtgeschwindigkeit zu landen, meine Damen und Herren. Sind Sie hier genau richtig? Der größten Wirkungstransportgeschwindigkeit, die es im Universum gibt, die verwenden wir für bla bla bla. Ja? Unvorstellbar. Es gibt viele Gründe, weshalb die Außerirdischen nicht kommen. So, jetzt habe ich mich wieder beruhigt, das muss ich einfach mal sagen. Und am Ende einer solchen Vorlesung, deswegen rege ich mich immer so auf, weil ich in diesem Spannungsfeld stehe, was ist das für eine tolle Truppe von Lebewesen auf diesem Planeten, die wir Menschen nennen? Was ist das für eine tolle Sorte? Und dann verhalten sie sich doch immer wieder wie die letzten Deppen. Wohl wissend, dass es eigentlich falsch ist. Aber den unmittelbaren Gewinn vor Augen haltend, machen sie nicht das, was sie tun sollen.